Können wir? Hi Leute! Heute machen wir ein kleines Q&A, habe ich selber jetzt gelernt, was das heißt, Question and Answer. Ihr habt Fragen gehabt, wir beantworten die jetzt, beziehungsweise ich beantworte die jetzt. Wir haben sowohl die Facebook-Fragen rausgesucht, als auch die von YouTube und Instagram. Und da haben wir jetzt so eine kleine Auswahl getroffen, die wir hier beantworten können und wollen. Und zwar Frage 1 kommt von Aaron Lehrmann. PS, bin der Junge, der letztes Jahr bei den Airsoft Days schon am Abend davor gekommen ist. Kannst du dich noch erinnern? Kann man bei euch auch Praktikum machen? Ja, Aaron, ich kann mich erinnern, denn Anreisen vorher ist nicht gestattet und ich weiß das noch, es gab ein bisschen Struggle. Bitte lass das sein zukünftig. Nee, Praktikum kann man bei uns nicht machen. Ja, aktuell noch nicht. Wir haben da schon ein paar Anfragen bekommen, vielleicht können wir das irgendwann mal in der Zukunft, aber aktuell noch nicht. Die nächste Frage kommt von Speedo Sound Sonic. Ist die neue Halle nicht mitten auf dem Spielfeld? Nö. Die Halle ist ausgewärts, also die dürfte ein Dark Emergency Spiel auch noch nie gesehen haben, die liegt ein bisschen abwärts. Die nächste Frage von Keanu Vincent Alm, Hashtag 88. Ihr macht so geile Videos, danke. Macht bitte weiter so, machen wir. Aber könnt ihr auch mal Reviews machen zu guten Waffen, also Backup-Waffen und Sturmgewehre SAEG, und könnt ihr bitte auch Reviews zu Plattenträger machen, die nicht so teuer sind, aber qualitativ hochwertig. Keanu, nee, machen wir nicht, weil das GSP schon bedient und ja, wir haben das eigentlich nicht vor. Also wir werden höchstens über die Waffen, die ich mir gekauft habe oder über die Plattenträger, die ich habe, mal was sagen in einem In-Game-Video, davon wollen wir ja noch mehr bringen. Dann kann ich euch auch gerne mal eine Waffe empfehlen, die ich persönlich gerne spiele, ganz subjektive Meinung. Aber alles rund um Waffen-Reviews und so, da guckt ihr am besten den GSP-Kanal an. Die Jungs machen das schon super. Nächste Frage von Sascha Stratmann. Wie viele Tickets gibt es für die DE6? Wieder 1500 Spieler oder mehr? Ne, es wird wieder 1500 Spieler geben. Wir haben auch, und das kann ich an dieser Stelle schon sagen, fast 1000 Karten verkauft. Und es wird insgesamt nur 1500 geben. Rolf Etscheid fragt, warum habt ihr die Joule-Grenzen geändert und dass man jetzt mit 0,25 Kugeln kront? Ja, wir haben natürlich uns angepasst, und zwar Joule-Grenzen ganz einfach, weil wir ja immer dieses stetige Sniper-Thema haben, und da haben wir jetzt irgendwann mal ausgegrenzt, und zwar gibt es jetzt einfach Bolt-Action. Die dürfen halt einfach mehr Joule nutzen, ich meine, die Reichweiten gibt es bei uns. Da haben wir eine Anpassung vorgenommen, und wir kronen mit 0,25 Gramm, um nachher dem Schussbild am nächsten zu kommen. Sprich, wenn wir immer 0,20er kronen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, sind wir noch ein bisschen leistungsabweichend zu den eigentlich genutzten Bällen. Weil mit 0,20 spielt so gut wie niemand. Die meisten spielen 0,25er, das sieht man anhand unserer Verkaufsstatistik. Und wir möchten natürlich gucken, dass wir dann auch mit dem realen Gewicht dann versuchen zu kronen. Das können wir natürlich nicht bei jedem machen, sprich die 28 oder die 30 nutzen. Da müssten wir ja jedes Mal die Chronis umstellen, das machen wir nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal 0,05 Gramm hoch, um dann nicht so Leistungsabweichungen zu haben. El Manu fragt, habt ihr euch für die nächste DE überlegt, wie man die Story länger über den Tag bringt? Leider wurden schon auf der DE 4 und 5 die Spieltage jeweils 1,5 Stunden bis 2 Stunden vorher beendet. Das war auf der DE2 und DE3 nicht so arg früh. Also erstmal dazu, die Frage geht noch weiter. Das stimmt so nicht ganz, denn leider haben wir das Problem eigentlich immer, dass 2 Stunden vorher die Leute schon schlapp machen. Wir haben natürlich genug Missionen vorbereitet, nur das ist das Problem, dass halt 80% der Spieler K.O. sind. Da vielleicht einfach die Anregung, bringt euch mal ein bisschen Wasser mit und rennt nicht die erste halbe Stunde wie gaskrank durch die Gegend, dann zieht ihr vielleicht den ganzen Tag auch durch. Ich denke, wir von seitens der Spielleitung können da gar nicht mehr so viel machen. Wird bei der nächsten DE die Panzeroption wieder separat ausgelagert. Es gab da ja eine ganze Menge an Unzufriedenheit darüber, wie das dieses Jahr gelaufen ist. Ja, wird es. Wir sind aktuell noch nicht mal sicher, ob es die Panzeroption geben wird, weil wir selbst natürlich auch nicht so zufrieden waren. Das liegt aber einfach daran, dass wir dann nicht mehr so viel Mitspracherecht haben. Soll heißen, wir haben gefragt, können wir das so machen, dass wir die Panzer mit ins Spiel bringen. So, und dann haben die Jungs der Panzeroption halt zu uns gesagt, ja, können wir machen. Und dann haben die das ja halt auch dann umgesetzt. Ne? Also wir haben dann nicht mehr so viel Mitspracherecht, weil es da ja natürlich auch ums Thema Sicherheit geht. So, und am Ende war es jetzt so, dass wir auch unzufrieden damit sind, dass das so eine Kaffeefahrt wurde. Da kann man den Jungs aber auch gar keinen großen Vorwurf machen, denn wir möchten natürlich auch keinen Tod fahren auf dem Spielfeld, und da liegen ja überall Spieler rum. Deswegen ist die Idee einfach schlecht gewesen von uns, das ins Spiel zu integrieren. Und wenn wir das dann jetzt wieder machen, werden wir es definitiv auslagern. Also wir haben auch schon mit den Jungs von Panzerpower darüber gesprochen. Die fanden es halt auch geiler, auf dem Offroad-Gelände zu fahren, weil es macht denen ja auch wesentlich mehr Spaß, wenn sie richtig Gas geben können. Und
Soll heißen, wird es die Panzeroption geben, wird es die definitiv wieder separat geben auf einem anderen Spielfeld und dann auch wieder mit wesentlich mehr Action. Und wir sind uns bewusst, dass wir euch da jetzt ein bisschen was schuldig sind. Das heißt, wir werden da natürlich dann auch richtig Power mit reinbringen, ein bisschen mehr Pyrotechnik, ein bisschen mehr Action einfach. So, weiter geht's bei Elmano mit: Wäre es möglich, dass ihr zwischen den Duschkabinen eine Art Pavillon aufstellt? Die Duschen sind top, aber wenn es beim Duschen anfängt zu regnen und vor der Tür die Schuhe und Klamotten durchweicht werden, dann ist das schon ärgerlich. Die meisten haben ihre Sachen ja auf den Bierbänken draußen liegen lassen. Ja, ey, das hatten wir uns auch schon mal überlegt. Wir haben das sogar geplant für letzte DE, also DE5. Dann gab es leider ein Problem mit dem Zeltbauern. Mal davon abgesehen, dass es viel zu teuer wurde, gab es dann auch nicht die passenden Kabinengrößen, beziehungsweise die passenden Zeltgrößen. Ist uns aber auf dem Schirm. Also das wollen wir anpassen, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Das planen wir auf jeden Fall. Also zur Not werden wir Pavillons stellen, also nur Pavillons, wie du auch gefragt hast, und nicht Zelte, so wie wir es ursprünglich mal geplant hatten. Ja, wir kennen die Problematik, danke nochmal für den Hinweis so, und wir gehen die Sache auf jeden Fall an. Julian Roman: Ist es möglich, ein Nichtspielerticket für die nächste Dark Emergency für jemanden zu kaufen, der bloß Bilder schießen möchte? Also natürlich vom Spiel. Diese Bilder wären dann nur teamintern und würden nicht veröffentlicht. Schönen Gruß aus Hannover. Julian, schönen Gruß nach Hannover. Das haben wir schon vorhin durchgesprochen, das Thema. Also hier intern, und ja, das werden wir jetzt zulassen. Das werden wir jetzt auch nochmal in der Ticketbeschreibung anpassen vom Nichtspielerticket. Machen wir. Könnt ihr machen, wenn ihr einen Teamfotografen habt, wenn ihr jemanden mitbringen möchtet, der gar kein Airsoft zocken möchte, aber dafür Fotos macht, dann kauft ihm ein Nichtspielerticket. Er kann dann mit ins Spiel, sollte allerdings dann durchgehend eine Warnweste tragen, und wir kontrollieren das auch im Feld. Also wenn wir dann nachher dann aber einen finden, der dort dann mit einem Gewehr statt einer Kamera rumrennt, dann gibt es ein bisschen Theater. Ansonsten ja, lassen wir zu. Christopher Blume will wissen, wie die Lab-Missionen auf der Tschernobyl aussehen. Ja, Christopher, ich hoffe, du bist auf der Tschernobyl, dann wirst du sehen. Ich kann dir natürlich jetzt nicht verraten. Ich sage nur so viel, es wird wieder eine Nachtmission geben, auf die ich mich persönlich auch wieder freue. Und ja, eine Menge Lab wieder. Also ich werde natürlich jetzt keine Mission ausplaudern. Maximilian Middendorf möchte wissen, wie siehst du deine Zukunft als Spieler? Wirst du dir wieder mehr Zeit nehmen können zum Spielen? Was macht dir mehr Spaß, an Events teilnehmen oder diese zu planen? Boah, ja, gute Frage, also schwierige Frage. Ja, ich sehe meine Zukunft als Spieler mal wieder ein bisschen rosiger. Ne? Also ich möchte wieder mehr spielen gehen. Ich habe mir jetzt auch ein paar Jungs um mich geschart, mit denen ich dann zusammen wieder zocken gehen kann. Das hat mir nämlich auf der Bierzone richtig Bock gemacht und möchte ich auch wieder zukünftig angehen, das Thema. Was mir mehr Spaß macht, ist schwierig, ne? Weil diese ganze Geschichte zu planen ist ja mittlerweile mein Job, meine Arbeit. Das macht mir zwar einen heiden Spaß, aber ist halt immer noch Arbeit. Also ich denke, Airsoft spielen ist dann schon noch eine Nummer entspannter. Für heute war es das. Ich melde mich nächste Woche wieder zurück. Wir treffen jetzt die letzten Vorbereitungen für Malwinkel, für die OP Tschernobyl, die nächste Woche stattfindet. Da werden wir natürlich auch wieder fleißig Filme und Videos raushauen. Ich hoffe, ihr werdet sie euch anschauen. Wenn ihr uns nicht abonniert habt, macht das mal. Ja, das wäre verdammt gut. Alles klar, ich melde mich ab. Haut rein. Frage von Aaron Lehrmann. Das ist ja mal... Ist das dein Ernst?